Unser Skelett ist ein architektonisches Meisterwerk der Natur. Es verleiht uns Stabilität, schützt unsere inneren Organe und erneuert sich ein Leben lang ununterbrochen im Verborgenen. Doch heutzutage ist diese Knochenfestung für Millionen Menschen von einem schleichenden Verfall bedroht. Bei der Osteoporose gerät das fein austarierte Gleichgewicht zwischen Knochenaufbau und Abbau radikal aus den Fugen. Die Knochenmatrix verliert ihre Dichte, wird porös wie ein trockener Schwamm und bricht im fortgeschrittenen Stadium schon bei der kleinsten Alltagsbelastung. Lange Zeit galt dieser Prozess als unaufhaltsames Schicksal des Alterns. Die moderne osteologische Biochemie zeigt jedoch, dass die zelluläre Stabilität unseres Skeletts untrennbar mit einem bestimmten Prohormon verknüpft ist, das als das stärkste Schutzschild gegen den Knochenabbau gilt. Vitamin D3 in enger Kooperation mit seinem vaskulären Partner Vitamin K2. Nummer 1. Die Aktivierung des Baustofftransports. Der primäre und wichtigste Mechanismus, mit dem Vitamin D3 Osteoporose verhindert, ist die Steuerung der Calciumaufnahme im Organismus. Knochen bestehen zu einem Großteil aus Calciumkristallen. Liegt ein zellulärer Vitamin D3-Mangel vor, ist der Dünndarm physikalisch nicht in der Lage, das Calcium aus der Nahrung effizient in die Blutbahn aufzunehmen. Vitamin D3 dockt an die Rezeptoren der Darmzellen an und aktiviert dort die Synthese von Transportproteinen. Diese Proteine wirken wie eine geöffnete Schleuse, die das Calcium in den Körper zieht. Ohne diesen hormonellen Impuls des Vitamins bleibt selbst die calciumreichste Ernährung wirkungslos, da der lebenswichtige Baustoff ungenutzt ausgeschieden wird. Nummer 2. Die zelluläre Rekrutierung des Aufbauteams. In unseren Knochen tobt ein permanenter Mikrokosmos. Osteoklasten fressen alte Knochensubstanz weg, während Osteoblasten neues Gewebe aufbauen. Bei Osteoporose gewinnen die Abbauzellen die Oberhand. Vitamin D3 greift als epigenetischer Regulator direkt in diesen zellulären Wettkampf ein. Es stimuliert die Reifung und Aktivität der knochenaufbauenden Osteoblasten. Gleichzeitig signalisiert es dem Körper, den unkontrollierten Abbau zu bremsen. Unter dem Einfluss von ausreichend Vitamin D3 arbeitet das zelluläre Aufbauteam wieder im Akkord, produziert frisches Kollagengewebe und lagert die Mineralsalze präzise in die porösen Hohlräume des Skeletts ein. Nummer 3. Die mineralische Zementierung der Knochenmatrix. Damit das im Blut zirkulierende Calcium nicht ziellos umherwandert, benötigt der Körper ein biochemisches Leitsystem. Vitamin D3 induziert in den Knochenzellen die Produktion von Osteokalzin, einem spezifischen Protein, das für die finale Knochenmineralisierung zuständig ist. Hier kommt die zwingende Symbiose mit Vitamin K2 ins Spiel. Vitamin D3 baut das Osteokalzin zwar, aber erst Vitamin K2 aktiviert es durch den Prozess der Carboxylierung. Das aktivierte Osteokalzin wirkt nun wie ein molekularer Magnet, der das Calcium aus dem Blutkreislauf greift und bombenfest in die harte Knochenmatrix einbaut, wodurch die Knochendichte messbar ansteigt. Und Nummer 4. Blockade des körpereigenen Knochenraubs. Wenn der Calciumspiegel im Blut durch einen Vitamin D3-Mangel absinkt, schlägt die Nebenschilddrüse sofort Alarm und schüttet das sogenannte Parathormon aus. Dieses Hormon hat den evolutionären Notfallauftrag, den Calciumspiegel im Blut um jeden Preis stabil zu halten, da das Herz ansonsten stehen bleiben würde. Das Parathormon holt sich das Calcium mit brutaler Effizienz aus dem größten Speicher des Körpers. Es plündert deine eigenen Knochen. Dieser chronische hormonelle Knochenraub ist der biologische Kern der Osteoporose. Eine optimale Sättigung mit Vitamin D3 hält den Blutkalziumspiegel hoch, zieht die Notbremse beim Parathormon und schützt das Skelett vor der inneren Selbstzerstörung. Möchtest du jetzt noch wissen, welche Prozesse in deinem Körper 3 Daten am Tag auslösen? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.